Hallo! In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie in Ihre Vorlagen Daten aus der TimeSensor-Datenbank einfügen. Dies ist das anspruchsvollste Video unserer Serie. Es richtet sich an Vorlagenmanager mit gutem technischen Verständnis, denn wir gelangen in die Nähe des Programmierens. TimeSensor Legal wird mit vielen fertigen Vorlagen geliefert, in welchen Befehle vorhanden sind, die sich aus der Datenbank Daten herholen. Sie können sich also einfach diese Ausdrücke kopieren. Sie können aber auch die Firma TimeSensor beauftragen, für Sie komplexe Vorlagen zu erstellen. Mit anderen Worten, Sie brauchen sich dieses Video nicht anzutun. Okay, Sie sind immer noch hier und wollen es offenbar wirklich wissen. Also los! Wir starten wie üblich im Vorlageneditor. Rufen Sie im Bereich Adressen die Liste mit den Mandanten auf. Öffnen Sie die Vorlagensammlung und wählen Sie im Aktionsmenü Neue Vorlage. Wir werden eine Testvorlage einrichten, die wir nur zum Experimentieren verwenden. Später werden wir uns dann die vorgefertigten Vorlagen genauer ansehen. Richten wir unsere Testvorlage ein. Es gibt in TimeSensor Legal 3 Möglichkeiten, Daten aus der Datenbank in die Vorlage zu bekommen. Erstens, wir können Felder aus der Datenbank direkt einfügen. Das hatten wir in früheren Videos schon gemacht. Erinnern Sie sich? Wählen Sie im Menü Einfügen den Befehl 4D-Ausdruck einfügen. Hier können Sie direkt das gewünschte Feld auswählen. Das ist oft der einfachste Weg, Daten in die Vorlage zu bekommen. Zweitens, wir können Variablen verwenden. Variablen werden beim Öffnen der Vorlagen gleich in Text umgesetzt. Im entsprechenden Menü finden Sie eine kleine Auswahl von Variablen. Variablen erscheinen als Text und sind umrahmt von spitzen Klammern. Auch das hatten wir bereits gesehen. Drittens, wir können der Datenbank mittels Programmierung einen Befehl erteilen, uns Daten zu liefern. Jetzt wird die Geschichte also richtig haarig. Befehle werden wie Felder eingefügt. Machen wir ein Beispiel. Menü Einfügen, 4D-Ausdruck. Klicken Sie nun auf Ausdruck. Klicken Sie auf Bearbeiten, um den Formel-Editor aufzurufen. Nun tippen Sie mit der Tastatur den Befehl ein. Wir gehen die möglichen Befehle und den notwendigen Syntax gleich gemeinsam durch. Zuerst aber ein einfaches Beispiel. Tippen Sie adr-insert. Runde Klammer auf. Anführungszeichen, Manager, Schlusszeichen, runde Klammer zu. Dieser Befehl gibt den Namen des Mandatsführers aus dem Stammblatt zurück. Geben wir der Vorlage noch einen Namen. Außerdem wollen wir noch eine Ausgabeoption einstellen. Wählen Sie in den fortgeschrittenen Einstellungen 4D-Referenzen nicht auflösen. So, jetzt können wir unsere Testvorlage ausprobieren. In allen 3 Varianten wurden Daten eingefügt. Klicken Sie auf das Icon Referenzen zeigen, werden die 4D-Ausdrücke gezeigt. Mit dem Befehl Referenzen umformen im Menü Werkzeuge können die Referenzen in richtigen Text umgewandelt werden. Jetzt haben wir nur noch reinen Text in der Vorlage. Die Ausgabeoption 4D-Referenzen nicht auflösen kann zu Testzwecken nützlich sein. Für Ihre Anwender empfehlen sich aber Vorlagen, die keine Referenzen mehr enthalten, sondern nur noch Text. So, nun folgt etwas Theorie. Die Befehle, mit welchen Sie der Datenbank Daten entlocken können, sind thematisch gegliedert. GenInsert und TextInsert geben allgemeine Informationen zurück. ADR-Insert und PICT-Insert geben Informationen der aktuellen Adresse zurück. Case-Insert gibt mandatsbezogene Informationen zurück. Inf-Insert bezieht sich auf Rechnungen. Claim-Insert holt Daten aus Forderungskonten. RVG-Insert holt Daten mit Bezug auf den deutschen RVG-Tarif. Age-Insert holt sich Kalenderdaten. Schauen wir uns das genauer an. Der Ausdruck, den Sie im Formel-Editor eingeben müssen, wird also durch eines dieser Insert-Kommandos eingeleitet. Dem Befehl folgen eines oder mehrere Argumente, die in runde Klammern eingeschlossen sind. Jedes Argument ist in Anführungszeichen eingebettet. Das erste Argument sagt aus, welche Information gewünscht wird.
Sehen wir uns das am Beispiel von GenInsert an. GenInsert holt sich allgemeine Kanzleiinformationen. Der Befehl ist wie folgt aufgebaut. Das erste Argument ist der Befehl. Dieser sagt aus, welche Informationen gewünscht sind. Die weiteren Argumente sind optional. Das Argument Sprache gibt an, in welcher Sprache die Daten gewünscht werden. Das Argument Option gibt an, in welcher Form die Daten gewünscht sind. Der Lead-Text wird den gefundenen Daten vorangestellt, allerdings nur, wenn wirklich Daten gefunden wurden. Der Trail-Text wird den gefundenen Daten angehängt, ebenfalls nur, wenn wirklich Daten gefunden wurden. Einige konkrete Beispiele. GenInsert Current Date gibt Ort und Datum fertig formatiert zurück. Das zweite optionale Argument ist ein Sprachcode. Hier kann ein zweistelliger ISO-Code angegeben werden. DE bedeutet Deutsch, FR bedeutet Französisch, EN bedeutet Englisch und so weiter. Auf einer französischen Vorlage müsste der Ausdruck also so aussehen. Der Ausdruck GenInsert Current User gibt Informationen über den aktuell angemeldeten Benutzer zurück. Das zweite Argument gibt an, dass wir die Initialen wünschen. ADR-Insert gibt adressbezogene Informationen zurück. Das erste Argument ist wieder der Befehl. Dieser sagt aus, welche Informationen gewünscht sind. Das Argument Option gibt an, in welcher Form die Daten gewünscht sind. Der Lead-Text wird den gefundenen Daten vorangestellt. Der Trail-Text wird den gefundenen Daten angehängt. Schauen wir uns konkrete Beispiele an. ADR-Insert Manager gibt den Mandatsführer aus dem Stammblatt eine Adresse zurück. Optionen gibt es hier keine, deshalb bleibt das zweite Argument leer. Im dritten Argument übergeben wir einen Lead-Text, also einen Text, welcher dem gefundenen Resultat automatisch vorangestellt wird. Ich denke, Sie haben das System erkannt. ADR-Insert Contacts gibt alle gespeicherten Kontaktinformationen einer Adresse zurück. Ein Ausdruck kann also durchaus einen komplexen Text mit mehreren Zeilen zurückgeben. Zwischen dem Text und der Telefonnummer ist außerdem ein unsichtbarer Tab eingefügt. Sie müssen also in 4D Write dort, wo Sie diesen Ausdruck einfügen, geeignete Tab-Stops vorsehen, damit die Daten auch gut aussehen. Case Insert gibt mandatsbezogene Informationen zurück. Der Syntax ist wieder ähnlich. Gehen wir gleich zu den Beispielen. Case Insert Name gibt den Mandatsnamen zurück. Case Insert Matter gibt das Feld in Sachen zurück. Dort stehen meist die Kontrahenten. Case Insert Reference gibt das eigene Aktenzeichen zurück. Im Beispiel haben wir im vierten Argument wieder mal einen Lead-Text eingegeben. Dieser wird dem gefundenen Aktenzeichen vorangestellt. Case Insert Client gibt Daten des Mandanten zurück. Im zweiten Argument geben wir an, welche Information des Mandanten wir genau wünschen. Im gezeigten Beispiel wird das Label abgerufen. Das ist das Feld mit der Adressetikette im Stammblatt. Im nächsten Beispiel rufen wir mit Full Contact die Adressinformationen des Mandanten in einer einzigen Zeile ab. Während Client also Informationen des Mandanten abruft, gibt der Befehl Selected Informationen der gerade selektierten Adresse zurück. Der Benutzer der Vorlage kann ja in der Mandatsmappe eine beliebige Adresse anklicken und dann eine Vorlage aufrufen. Case Insert Selected Label gibt also von der gerade ausgewählten Adresse die Adressetikette zurück. Zu einem Mandat können beliebige Adressen verbunden werden. Hierzu werden Beziehungen verwendet. Jede Beziehung hat eine interne ID. Ein Blick in die Tabelle Beziehungen in den Basisdaten zeigt die IDs der verschiedenen Beziehungen. Mit dem Befehl Related können Daten einer so verbundenen Adresse abgerufen werden. Hängen Sie an das Related die ID der Beziehung an. Die Beziehung Mandant Gericht hat die ID 600. Mit dem Befehl Related 600 rufen wir also Informationen des verbundenen Gerichts ab. Sollten mit der gleichen Beziehung mehrere Adressen verbunden sein, so wird die erste verbundene Adresse gewählt. Durch Anhängen eines Punktes und einer Zahl können Sie in diesem Fall aber auch gezielt eine Auswahl treffen. Zum Beispiel die zweite Instanz eines Gerichtes. Der Befehl Related 400 ruft Informationen der verbundenen Gegenpartei ab. Ich denke, Sie haben das Prinzip begriffen. Inf-Insert gibt rechnungsbezogene Informationen zurück.
Der Syntax verfügt über ein Argument mehr, da hier noch ein Wechselkurs ins Spiel kommen kann. Sehen wir uns konkrete Beispiele an. Inf-Insert-Principal gibt die Adresse des Debitors zurück. Inf-Insert-Services gibt eine Totalisierung pro Leistungsgruppe zurück. Mit dem Argument Extended Summary bekommen wir pro Leistungsgruppe noch Informationen über die Mengen. Beim Liedtext haben wir am Ende noch 2 Schrägstriche angehängt. Diese werden als Zeilenschaltungen interpretiert. Wir haben damit also einen Titel, wie das Resultat zeigt. Denken Sie daran, in 4D-Write die Tabstops so zu konfigurieren, dass der Ausdruck schön formatiert erscheint. TextInsert gibt Texte in Abhängigkeit vom Geschlecht zurück. Wenn Ihre Vorlage Textteile automatisch männlich, weiblich oder sächlich ausgeben soll, dann sollten Sie mit TextInsert arbeiten. Die 3 möglichen Textteile werden zuerst übergeben. Das letzte Argument bestimmt, welche der 3 Textteile zurückgegeben wird. An dieser Stelle können Sie wiederum die besprochenen Argumente Client für Mandant, Selected für die ausgewählte Adresse oder Related für eine verbundene Adresse verwenden. Ein Beispiel. Ist der Mandant männlich, so wird der Schuldner zurückgegeben, andernfalls wird die Schuldnerin zurückgegeben. Okay, Sie haben die Theorie überlebt. Ein detailliertes Referenzmanual für alle verfügbaren 4D-Ausdrücke finden Sie im Download-Bereich der Timesensor-Website. Lassen Sie uns zum Schluss noch eine mit Timesensor Legal mitgelieferte Vorlage analysieren. Bei den Adressvorlagen finden wir im Kapitel Mieterangelegenheiten eine Vorlage Zahlungsaufforderung an Mieter. Schauen wir uns diese an. Wir erkennen Case Insert Related 400 Label, hier wird also die Adressetikette der verbundenen Gegenpartei eingesetzt. Mit GenInsert und CaseInsert werden weitere Informationen der Datenbank eingefügt. Die Vorlage passt mit TextInsert auch das Possessivpronomen an das Geschlecht des Mandanten an. Damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Sie haben gelernt, dass man mit 4D-Ausdrücken Daten aus der Datenbank in die Vorlage einfügen kann. Nebst Feldern und Variablen bietet sich auch der Einsatz von Befehlen an, welche die Datenbank aktiv abfragen. Sie haben gesehen, wie solche Befehle mit Hilfe des Formel-Editors in die Vorlage eingefügt werden können. Wir haben die wichtigsten Befehle gestreift und deren Syntax besprochen. Nun heißt es mit Hilfe des Referenzmanuals und der bestehenden Vorlagen selber auszuprobieren. Viel Spaß dabei und bis zu einem nächsten Video.